Grüß euch, meine lieben 1000 PS TV-Zuschauer. Heute geht es in unserer Serie Motorradtechnik im Detail um das Thema Euro 5, um das Thema, wie diese strammen Abgasvorschriften der Euro 5 gemeistert werden können. Und dafür sprechen wir mit den Technikern von Vitesco, mit den Spezialisten und schauen mal, was die uns über das Thema Euro 5 erzählen können. Das Euro 4 habe ich schon geglaubt, dass das eine komplette Katastrophe wird. Ist Gott sei Dank jetzt nicht geworden, das ist ja ausgegangen. Euro 5 ist jetzt so die Euro 5a. Das geht noch halbwegs, aber dann das Euro 5b, also wenn es dann nochmal, ich weiß nicht, 3-4 Dezibel runterrahmen müssen, das wird, glaube ich, wirklich schwierig, weil es ist ja so, dass das ja gar nicht mehr, glaube ich, nur mehr am Motorsound liegt, sondern ein Landesabrollgeräusch und so ist es schon so laut. Also das ist meiner Meinung nach wirklich ein Irrweg. Warum der gegangen wird, das weiß ich nicht. Und was mir da zum Beispiel unendlich wehtut, dass jetzt Harley diese Sportster-Motoren nicht mehr nach Europa bringt, weil die halt diese deppete Euro 5-Hürde nicht erwischen. Und das, was ich bei Euro 4 so wahnsinnig befürchtet habe, dass halt dadurch, dass es halt diese Schnittstelle gibt und diese elektronische Aufzeichnung, dass uns dort jetzt halt in der Überwachung wahnsinnig wetzen werden, das ist Gott sei Dank nicht passiert. Aber je weiter man dort vordringen, desto mehr wird halt dem Tür und Tor geöffnet. Und ich persönlich glaube tatsächlich, das sind so wenige Kisten, die da unterwegs sind, das ist eine unvorstellbar strenge Norm, wäre da echt nicht notwendig. Und für die Hersteller selber ist natürlich schon ein Wahnsinn, das immer umzusetzen. Also, ich bin kein Freund von Euro 5. Ich sag mal so, Euro 5 kann man auch hier mitmachen. Ne? Also ich sag mal, wie gesagt, die Komplexität solch einer Box hängt ja auch damit zusammen, was jetzt zusätzlich noch draufgekommen ist. Okay? So, die Herausforderung ist eigentlich Euro 5 auch in Kombination dann mit OBD2. Das geht zum einen, dass dann die Abgasgesetzgebung nochmal tougher geworden ist im Vergleich zu Euro 4. Und die richtige Herausforderung ist dann auch mit der Onboard-Diagnose gekommen, wo wir dann halt, zwei maßgebliche Herausforderungen haben. Das eine ist Misfire Detection, also es wird ja vom Gesetzgeber mit OBD2 dann verlangt, dass wir wirklich feststellen, dass der Verbrennungsmotor permanent zündet und auch verbrennt. Okay, und nicht irgendwo, eine unsaubere Verbrennung hat. Das, was wir gar nicht hören, gar nicht wahrnehmen. Das ist, wenn man überlegt, wir sind irgendwo 14.000 Umdrehungen unterwegs und dann muss halt jede Umdrehung eine saubere Verbrennung sein am Ende des Tages. Okay? Und wenn das nicht gegeben ist, dann ist die Herausforderung für uns, das zu erkennen. Das ist die Schwierigkeit. Okay? Und das mit Erreichen der Abgasgesetzgebung. So, das ist das eine. Und das andere geht dann in den Katalysator, dass man wirklich den Katalysator, das ist nochmal, ein Schritt von Euro 4 auf Euro 5, dass man viel mehr Arbeit in den Katalysator reinstecken musste. Und auch muss. Und dass wir von der Überwachung her auch noch feststellen, dass der Katalysator noch genauso wirksam ist, nicht nur die ersten 1000 Kilometer, sondern eben über die Lebenszeit genauso wirksam ist wie am Anfang. Also das sind eigentlich so die Herausforderungen, die so ein System dann auch noch mal zusätzlich komplexer machen. Ich hatte das vorher schon mal angesprochen, ein reines Euro 5, wenn ich jetzt nicht unbedingt OBD2 mache, dann komme ich mit einer Lambda-Sonde auf so einem Einzylinder zurecht. Okay, dann reichen mir diese Sachen. Wenn jetzt OBD2 dazu kommt, dann brauche ich schon eine zweite Lambda-Sonde. Okay, und dann reichen mir diese Steckerpins schon nicht mehr. So, und dann komme ich dann halt eben zu solch einer Komplexität, wenn ich dann noch Mehrzylindermotoren habe und ich will das dann alles überwachen, dann wird das System einfach nochmal mit dem Schritt Euro 4 zu Euro 5 komplexer. Wobei für uns eigentlich die Herausforderung weniger ist, von Euro 4 zu Euro 5 mit der Abgasgesetzgebung, die Herausforderung zu haben, sondern vielmehr mit dem Thema, was mit OBD2 einherkommt. Okay, ich will jetzt nicht sagen, dass das ein leichter Schritt ist von Euro 4 zu Euro 5. Auch die Motorradhersteller müssen am Motor arbeiten, um die Rohemissionen, weil was auch immer jetzt an einem Motormanagement oben drüber gestülpt wird, ein Verbrennungsmotor hat eine Rohemission. Okay? So, und auch da muss was passieren, dass die Rohemissionen gesenkt werden, sodass dann die nachgeschalteten Mechanismen
Habe ich hier auch mal einen Katalysator zur Hand, den kennen wir alle. Das ist dann so ein Katalysator, dass dann diese nachgeschalteten Mechanismen das auch schaffen, mit der katalytischen Wirkung in den Zielkorridor der Abgasgesetzgebung reinzukommen. Ja, also man darf sich jetzt nicht so vorstellen, dass das unabhängig ist, was da vorne für ein Motor irgendwelche Emissionen erzeugt. Ich mache da hinten dann einen Katalysator drauf und der wird es schon richten. Da gibt es gewisse Möglichkeiten, die kann man auch größer machen, aber man muss halt auch sicherstellen, dass das, was vorne reinkommt, schon nicht extravagant ordinär hoch ist, sage ich jetzt mal. Okay? So, das sind eigentlich für uns wirklich die Herausforderungen, weniger die Abgasgesetzgebung, ne, sondern vielmehr die Abgasgesetzgebung in Kombination mit Misfire Detection und dann auch dem Katalysator-Monitoring. Also das Überwachen des Katalysators, dass er wirklich noch seine Arbeit leistet. Also der größte Sprung in Bezug auf die Schadstoffregulierung war natürlich der Sprung vom normalen Vergasermotorrad auf einen Einspritzer. Und da kann man dann natürlich sehr viel über die Einspritzung steuern. Wie ist das Luft-Benzin-Verhältnis? In welchem Arbeitspunkt ist der Motor optimal? Und da kann man dann darüber die Schadstoffregulierung auch in gewissem Maß beeinflussen, weil wenn ich einen niedrigeren Verbrauch erzeuge in einem guten Arbeitspunkt, dann habe ich dadurch natürlich auch weniger Schadstoffausstoß, weil der Verbrauch ist natürlich der Treiber vom Schadstoff, logischerweise. Bei so einer Weiterentwicklung geht es jetzt nicht nur, oder bei einer neuen Schadstoffnorm, wie jetzt der Euro 5, geht es aber nicht nur darum, dass der Schadstoffausstoß geringer wird, sondern auch die Überwachung von, ich nenne es jetzt mal, Zuständen, die jetzt nicht unbedingt gewollt sind. Also wir sprechen da über die Misfire Detection, sondern das wird dann auch kontrolliert, weil so eine Fehlzündung ist natürlich auch immer sehr, sehr kritisch in Bezug auf den Schadstoffausstoß. Des Weiteren haben wir natürlich noch einen anderen Treiber. Und zwar haben wir verschiedene Katalysatoren im Programm, die halt auch sehr wichtig sind eben für den Schadstoffausstoß. Umso komplexer so eine Lösung innerhalb von dem Katalysator ist, umso mehr Schadstoffe kann der binden. Und da ist es natürlich auch sehr wichtig, dass der in einem optimalen Temperaturbereich arbeitet. Das heißt, von einem modernen Motorsteuergerät mit der Norm Euro 5 wird auch erforderlich, dass die Temperatursensoren bzw. dass die Überwachung vom Katalysator auch vom Motorsteuergerät gemacht wird. Habe ich mal hier einen mitgebracht. Der Katalysator ist eigentlich, sieht man hier, das ist nicht einfach nur durchgängige Profile, sondern wie so eine Spirale aufgewickelt. Das ist zum einen. Und dann ist auch, wenn man hier mal so durchguckt, man kann fast durchschauen. Und das liegt auch daran, dass diese aufgewickelte Folie, nenne ich sie mal, ein gewisses Profil hat. Ich hoffe, das kann man so sehen in der Kamera. Das ist nicht einfach nur eine glatte Folie, sondern die Folie hat ein Profil. Und Sinn und Zweck ist, dass ich halt so viel wie möglich Oberfläche für den Austausch, für die katalytische Wirkung zur Verfügung stellen kann. Und nicht nur Oberfläche, sondern da sind auch eine gewisse Kontur drin. Und mit dieser Kontur möchte ich eine gewisse Strömung erfolgen. Also mechanisch erzwinge ich eine Strömung. Und dann habe ich zum Ziel, dass ich so viel wie möglich Oberfläche oder das durchströmende Gas an so viel wie möglich Oberfläche kommt, weil dann diese katalytische Wirkung eben stattfindet, die eine chemische Reaktion bedingt, dass dann eben am Ende meine NOx, meine CO und mein HC eben umgewandelt wird, sodass was am Ende zum Katalysator rauskommt, der Gesetzgebung entspricht. Das ist eigentlich das Ziel und der Anspruch, den wir haben, ist halt, dass das Motorrad extrem kompakt ist, dass wir so viel wie möglich Oberfläche mit einer, ich sag mal, sehr intelligenten Durchströmung des Katalysators in einem möglichst kompakten Bauraum abbilden können. Das ist eigentlich die Herausforderung für den Katalysator, damit er dann über Lebensdauer seinen Wirkungsgrad behalten kann und so, dass auch das Fahrzeug dann sichergestellt ist, dass es über Lebensdauer innerhalb der Abgasgesetzgebung verbleibt.
Das ist natürlich der Bereich, wo sich dann die guten Zulieferer von den schlechten ein bisschen trennen in Bezug auf die Bauraumgröße, die man benötigt. Das heißt, wir versuchen mit verschiedenen Schichten, die wir dann nutzen, den Bauraum, den wir brauchen für den Katalysator, möglichst gering zu halten, um eben in Bezug auf Architektur oder Design da keine großen Voraussetzungen aufgrund des Katalysators zu benötigen. Und das kriegen wir hin, indem wir verschiedene Schichten so intelligent aneinander reihen oder miteinander verknüpfen, dass eben so wenig wie möglich durchgeht an Schadstoff, aber so viel Power wie möglich noch verfügbar ist. Da kann man über technische Möglichkeiten die Position dann auch beeinflussen. Also da gibt es natürlich einen gewissen Rahmen, wo es sein soll, wie weit es weg sein soll, aber pauschal kann man da jetzt keine Aussage treffen, dass er 20 cm weg sein soll oder 50 ist zu viel. Aber es gibt jetzt keine pauschale Antwort. Da sind wir auch sehr kundenspezifisch unterwegs. Das heißt, wenn der Kunde einen bestimmten Wunsch hat, wo das sein soll, sei es aus Architekturgründen beim Motorrad oder Designgründen, dann sind wir da offen und finden mit Sicherheit auch eine Lösung. Ja, hier sieht man die Katalysatoren hier im Krümmer der Super Duke Air. Und was logisch ist, ist natürlich, dass je hubraumstärker ein Motorrad ist, je mehr Gasdurchsatz man hat, umso größer muss natürlich auch die Oberfläche hier sein von diesen Katalysatoren, die hier mit drinnen sind. Es ist natürlich hier durch das Aufschneiden, sind diese feinen Lamellen natürlich leider ein bisschen zerstört. Aber man sieht natürlich auch, dass das von der anderen Perspektive, ja, dass da wirklich viel Aufwand betrieben wird, um auch wieder eine riesige Oberfläche zu erzeugen. Ja gut, ich sag mal, ich kann ja schon feststellen, die Wirksamkeit, also ich habe jetzt eine Lambda-Sonde vor, nach dem Katalysator, dann kann ich schon feststellen, wie ist die Qualität, ich sag mal, die katalytische Wirkung dieses Trägermaterials. Das kann ich schon feststellen. Ja, so. Und so wird dann halt auch überwacht, wie gut ist die Funktionalität des Katalysators noch. Es wird natürlich da auch Weiterentwicklung geben in Bezug auf die nächsten Generationen und auch in Bezug auf die nächsten Schadstoffnormen muss es da dann natürlich auch Weiterentwicklungen geben. Aber aus meiner Sicht wird der Katalysator nicht das Nadelöhr vom Motorrad sein und ein Motorrad auch nicht definieren. Also das ist weiterhin der Motor, der da die Hauptarbeit leistet und der Katalysator wird daran angepasst, dass man trotzdem Fahrspaß hat. Und Öl wird für die Zukunft immer wichtiger als Komponente, die eben auch berücksichtigt werden muss bei der Entwicklung. Wir sind ja auch im Automobilbereich und im Lkw-Bereich sehr, sehr stark mit unseren Produkten, gerade in der Schweiz. Dort geht es ja noch viel weiter. Also da ist das Öl wirklich eine Komponente, die mit berücksichtigt werden muss. Da werden wir beim Motorrad irgendwann auch hinkommen. Da sind wir aber schon vorbereitet auf diese Sachen. Es ist heute so, dass man sieht das an den Viskositäten, die haben im Laufe der Zeit halt abgenommen. Das ist das Thema Leichtlauf, Longlife und so weiter. Also Ölwechselintervalle werden länger mit dünneren Viskositäten, mit höheren Qualitäten vom Öl, also vollsynthetische Öle, reduziert man Reibung. Reduzierte Reibung heißt natürlich auch, ich verbrauche weniger Sprit. Also das geht alles schon in diese Richtung. Ja, ich sag mal, bis heute sind wir eigentlich immer noch gut unterwegs, dass wir mit dem Verbrenner, mit der Abgasgesetzgebung einhergehen. Im Pkw-Bereich ist es ja schon so, dass so mit Euro 6 umgegangen wird. Das wird auch auf die Motorradwelt hinzukommen. Das, was ich als nächste Herausforderung sehe, ist gar nicht so, dass wir uns zu sehr mit Euro 6 oder 7, was danach kommt, auseinandersetzen müssen, sondern mit dem Thema CO2-Reduzierung.
Okay? Da ist ja auch da, dass wir ganz klar Vorgaben gibt, welche CO2-Grenzen eingehalten werden muss. Und ich sehe halt, dass jetzt in der Motorradindustrie eine gewisse Bewegung entsteht, sich diesen CO2-Herausforderungen zu stellen. So, und eine Möglichkeit, das Thema CO2 lokal in den Griff zu bekommen, ist das Thema Elektrifizierung, was du angesprochen hast. Okay? Oder Hybridisierung. Okay, das heißt, das muss nicht sein, dass das ein kompletter Ersatz ist, dass man sagt, okay, wie lange gibt es den Verbrennungsmotor noch? Okay? Und wird er komplett von einem elektrischen Fahrzeug abgelöst? Da wird es sicherlich Bereiche geben. Aber wie viel Gutes kann ich jetzt dem Verbrennungsmotor tun, in Kombination zum Beispiel mit einem Hybridantrieb? Dass ich das kombiniere. Wie bringe ich das Package von diesen 2 Antriebseinheiten auf ein Motorrad unter? Okay, weil das ist ja nicht nur, dass ich sage, okay, ich habe jetzt 2 Antriebsquellen, sondern die müssen ja dann auch da untergebracht werden. Okay, das sind eigentlich mehr so, ich sag mal, die Herausforderungen, die uns ich sag mal, in Zukunft anstehen, als dass wir uns jetzt schon gedanklich mit Euro 6 und 7. Ich glaube schon, dass wir mit dem Viertaktmotor, so wie er heute ist, uns auch den Euro 6 Herausforderungen stellen können. Im Pkw-Bereich, wie gesagt, ist das schon bewiesen. So, aber für mich ist vielmehr das, was als naheliegendstes und als nächstes kommt, ist das Thema, wie gehen wir mit CO2-Ausstoß beim Motorrad um. Das wiederum wissen wir noch nicht. Das gilt es genau herauszuarbeiten. Im Augenblick haben wir Simulationen laufen, wo wir sagen, okay, ich kann noch nicht sagen, dass das so sein wird, aber wir gehen davon aus, dass wir eine Hybridisierung brauchen, um mit diesem CO2-Thema umzugehen. Brauchen wir die überall? Glaube ich jetzt nicht. Aber der größte Hebel, um CO2-mäßig eine Reduzierung zu erzielen, sehen wir heute über die Hybridisierung. Ja, vielen Dank für euer Interesse an dem Thema Euro 5, wie diese scharfen Euro 5 Hürden genommen werden können. Ein sehr technisches Thema, aber dadurch ja nicht minder interessantes. Und in jedem Fall möchte ich mich bei euch bedanken für eure Wertschätzung, für euer Interesse an unserer Motorradtechnik im Detail Serie. Vielleicht auch mit einem Daumen hoch. In jedem Fall sage ich Tschüssi und bis nächste Woche.